Tag 55. So, jetzt war ich eigentlich eben nur einkaufen. Das ist das einzige Longboard-Fahren, was ich mir heute vorgenommen habe. Und den Rest des Tages werde ich mal irgendeinen Radweg, der hier mitten durch die Wälder, so ein Mountainbike geht. Aber Essen habe ich, hier habe ich, die nächsten Tage bin ich versorgt. She comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When I go to cross that river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Und habe es endlich mal hinbekommen, den ganzen Tag nichts zu machen. Punkt aufs Wasser. Let's try something else. Ich war jetzt das ganze Wochenende am Campingplatz. Die letzten 3 Tage, die werde ich wahrscheinlich bezahlen müssen und das ist der Grund, warum ich auch nicht mehr länger am Campingplatz bleiben kann oder möchte, weil ich einfach nicht so viel Geld habe. Und nicht möchte, weil es mich ewig langweilt mittlerweile. Ich bin zwar froh, dass ich gestern den ganzen Tag nichts gemacht habe, aber ich habe mir trotzdem heute vorgenommen, bei diesem wunderschönen, prachtvollen Wetter spüre ich eine Aufbruchsstimmung und ich denke, ich muss weitergehen. Ja, Vogel. Ja. Voll die Aufbruchsstimmung. Hier ist zwar jetzt mittlerweile alles sauber, aber das ist der beste Tag, um weiterzugehen. So muss das sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da ich ja keine Ahnung habe, was ich heute machen will, soll, muss, darf, kann, habe ich mich einfach mal rumgefragt, wo hier ein schöner Platz ist, und dann wurde mir Sandby, ja ganz oben, wurde mir empfohlen, ich soll da hingehen. Deswegen mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach Sandby und frage alle möglichen Menschen, wo Sandby ist. Krieg ich jetzt. Nach ein ganz kleines bisschen rumfragen, ein paar
habe ich's gefunden. So, ich habe hier mitten in der Walachei ein paar Deutsche kennengelernt. Sag mal Hallo. 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 Es tut richtig gut, mal wieder ein bisschen Deutsch zu reden für zwischendurch. Und natürlich kriege ich auch Bier ausgegeben von denen, wie es sich für Deutsche gehört. Auf jeden Fall, da sind wir mit dabei. Und jetzt wird gleich nochmal ein Foto gemacht, direkt für die Gruppe. Und jetzt die paar Deutschen, die ich hier nochmal schön kennengelernt habe, haben mich natürlich voll eingedeckt mit Bier und mit Schokolade. Saugeil. Die sind einfach Bänke in den Stein reingemeißelt. Ich will sowas von mir zu Hause haben. Ich habe voll Angst, dass die Kamera jetzt runterfällt. Drückst du gerade auch voll fest zu, aber was für ein geiler Platz! Hammergeil! Hammergeil! Ich schlaf heute Nacht genau hier. Und genau in der Position. Was für einen geilen Ausblick ich heute genießen darf. Was will man mehr? Vielleicht ein großes Meer. Ich hoffe, das mache ich nicht so oft direkt nach dem Aufstehen. Ich glaube, heute habe ich echt einer der schönsten Plätze überhaupt. Guck mal, wie süß! Wie süß, wie niedlich! Kommt aber noch her. Ich werde mich gleich nochmal da drüben hinhocken, meine Morgenskippe genießen und dann würde ich sagen, geht die Action los. Weil heute gehe ich in die Stadt rein, suche mir dort eine Bibliothek, um dort nach einer gescheiten Radwanderwegkarte zu suchen. Damit ich in Lichtgeschwindigkeit wieder nach Hause komme. Tada! Kleine Finger oben wird man nicht loben. Oder auch nicht. Ich finde den Platz hier einfach so geil. Ich finde den Platz so geil. Und ich finde den Platz so geil. Ja, und so weiter. Wisst ihr, was gerade voll gut ist? Ich habe ja die ganze Zeit hier auf meine Schuhe gewartet und eben gerade kam der Anruf, meine Schuhe sind da. Dafür habe ich jetzt eine halbe Stunde Zeit, weil er hat in einer Stunde Mittagspause. Aber erstmal essen. Ich bin in Kungsten Garten. Endlich habe ich meine neuen Schuhe. Warum der ganze Heckmeck überhaupt? Warum ich mir nicht einfach hier Schuhe kaufe, weil das ja eigentlich viel leichter wäre. Weil es super darauf besteht, dass ich genau die Schuhe haben will. Weil ich vor ein paar Jahren die Schuhe kennengelernt habe. Und ich habe jetzt auf der ganzen Reise, mein Tag 58 genau, 2 Paar Schuhe verbraucht. Die ersten habe ich gewechselt an Tag 20. Also habe ich die jetzt 38 Tage lang angehabt. Viele von euch, die jetzt nicht Skateboard fahren oder Longboard fahren, denken sich, warum gehen die so schnell kaputt? Und viele von euch, die dann Longboard fahren oder Skateboard fahren, sagen wiederum, krass, die Scheiße halten die lange. Das ist jetzt mein meist abgenutztester Schuh, der ist echt durch. Und hier gibt es die linke Variante nochmal neu. Nicht nur, dass das Weiße weiß ist. Ich habe auch wieder Profil da unten. Die sehen aus wie Gulasch. Und was ich auch noch drin habe, was ich super wichtig empfinde, als Druckbelastverteilung, whatever, Einlegesohlen. Und machen ein viel angenehmeres Gefühl, wenn ich jetzt neue Schuhe anziehen will. Ich bin gerade super happy, dass ich neue Schuhe habe. Ja! Ne? Tada! So gut. So wie es sich für geile Schuhe gehört. Wir müssen an den Baum.
Ich war jetzt in der Touristeninformation und die hat mir hier diesen Shop empfohlen, Kartenboutique, wo es alle Karten gibt. Und das habe ich jetzt einfach durchgestöbert, habe mir alle Karten, die es da drin gibt, angeschaut, auch von Amerika und sonst wo. Habe es mir einfach alle eingeprägt. Nee, eben nicht. Da gibt es eine Fahrradroute, die geht genau in die Strecke entlang, wie ich will. Ein bisschen weiter östlich von der Route, die ich bereits gefahren bin, an der Küste entlang. Und wenn ich diese Route mal gefunden haben sollte, müsste ich ja eigentlich nur den Schildern folgen. Also dürfte alles soweit kein Problem sein. Hoffe ich. Nee, eben nicht. Ich habe mich ja ganz aus Versehen hingesetzt. Echt. So, nachdem ich jetzt Stockholm erreicht habe und ich hier jetzt einen halben Tag rumgegammelt habe und ja, ich ein wenig überfordert bin mit den Menschenmassen hier. Mir hat keiner gesagt, dass so viele Menschen hier sind. Ja. Auf jeden Fall Stockholm habe ich jetzt erreicht. Nächstes Jahr fahre ich dann, glaube ich, um die ganze Welt herum. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Mal gucken, wie das läuft. Der einzige Vorteil an der nächsten Tour wäre dann, ich muss die ganze Strecke nicht zurückfahren. Deswegen mache ich mich jetzt mal auf die Rollen auf Achse und roll dann mal wieder zurück. Irgendwie hat der Tag voll den Durchhänger bekommen. Sobald ich meine Schuhe bekommen habe, haben sie angefangen zu drücken, die Füße. Mein Board ist gechippt. Vorne ist so eine Ecke weggeplatzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe diesen wunderschönen blauen Weg verloren. Tue mich gerade noch schwer, irgendwie einen schönen Schlafplatz zu finden und wollte eigentlich hier schlafen. Aber auf Schotter habe ich keinen Bock zu schlafen. Erstmal chillen. Oh, wie niedlich. Ja, die Technik. Ich glaube, hier war wohl einer betrunken. Hey. So geil. Oh Mann. Das nenne ich doch mal ein Fußballfeld. Wie geil! Wie geil ist das denn? Ich will Fußball spielen. Sau gut. Ich weiß ja echt noch nicht warum, aber hier ist echt alles so. Ja! Guck mal! Mein Geburtsjahr! Geil! Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen, laufen, laufen. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen, laufen, laufen. Und wenn du läufst, dann ist die Welt so schön. La, di, da, di, da, da, da. Sprach das Hasentier zum Stachelschwein. Oh, ich liebe Berge auflaufen. Ich bin jetzt hier in Gesundheit, ja. Ich muss wohl Fähre fahren. Ich will nicht. Ja, dann fahre ich mal eine Runde Fähre. Dann geht's halt jetzt auf die Fähre. Gibt sogar eine Longboard-Halterung. Die war wirklich umsonst. Perfekt. Hey. Geile Kacke. Ich habe übrigens was Neues Schwedisches gelernt. Jag åker Skateboard. Das so viel bedeutet wie ich fahre Skateboard. Ich werde langsam noch zum richtigen Profi-Schweden. Jag åker Skateboard. Aha. Nee, jag åker Longboard. Haha, pardon.
Dann sehe ich diesen fetten Stein. Jetzt bin ich gerade schon mal hochgeklettert ohne Rucksack, um zu gucken, ob es wirklich so geil ist, weil ich werde da jetzt nochmal hochklettern mit Rucksack und werde dann heute Abend dort oben schlafen. Sieht relativ idyllisch aus, man hat zwar keinen weiten Ausblick, aber ein paar Tierknochen liegen auch schon da. Oh, es ist anstrengend. Ist das nicht romantisch? Ich baue mein Zelt auf und gehe schlafen. Nein, ich fress erst noch mal was und dann gehe ich schlafen. Und zwar genau hier. Wir sehen uns morgen. Heute ist Tag 60. Aber als allererstes muss ich noch da runter. Ich spring da jetzt einfach, okay? Nein. Glaube ich. Ich weiß ja nicht genau wieso, aber ich finde das hier saugeil gerade. Hey! Nein, kein Essen. Scheiße! Mit einem Thunfisch-Roggenbrot. Der Wahnsinn. Ab ins Wasser. Und weil ich mir auch schon wieder seit 1-2 Tagen denke, letztes Mal habe ich meine Sachen am Campingplatz der Flotzpro gewaschen. Also dass meine Sachen mal wieder gewaschen werden könnten, weil man sieht mittlerweile dort weiße Ränder. Und das Schlimme ist, man sieht sie nicht sogar nur, wenn man mit dem Finger drüber geht, spürt man so eine richtige Kante. Aber darauf will ich jetzt einfach nicht weiter eingehen. Es ist wie es ist. Jetzt nicht auf die Fresse fliegen, aber jetzt erstmal schwimmen. Roxanne, 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 Roxanne. Hat ja gerade voll gut getan, ist kurz im See schwimmen zu gehen. Mensch, wieder alles schön abgekühlt, frisch gewaschen. 14 Kilometer noch. Ich habe den Weg immer noch nicht gefunden. Packt mich voll ab mit dem Scheißweg. Fucking Kamera. Nächstes Mal nehme ich mir einen Quatschkopf damit oder so. Kameramann!